Ein teilintegriertes Wohnmobil mit Hubbett, das ist ein ganz großes Thema, denn das Raumkonzept, was man mit Hubbett machen kann, das ist wirklich sehr überzeugend. Ich muss nicht immer ein Bett quasi spazieren fahren, sondern kann es bequem unter der Decke verstecken. Ja, hier ist Carsten. Grüß dich, Carsten. Ja, grüß dich. Ja, du bist Vertriebsleiter von Challenger und das ist jetzt ein Fahrzeug, es ist ein bisschen länger, 7 Meter. Das ist so eine Länge, die unglaublich oft gekauft wird. Genau, der ist sehr beliebt, unter 7 Meter, 6,99 ja. Und das Fahrzeug ist sehr gut händelbar. Man hat Platz auf Fähren und deshalb so beliebt. Ja, die Breite ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe gesehen, es gibt Fahrzeuge, die haben eine Breite 2,25 Meter, habe ich schon gesehen, ungefähr so breit wie der Aufbau. Das ist jetzt etwas breiter. Ungefähr wie breit ist es? 2,42. 2,42, also nah am Maximum. Trotzdem gut zu beherrschen auf der Straße? Genau, also es ist sehr wendig, sehr gut zu handeln durch den Radstand, der ähnlich ist wie bei einem Pkw. Das hier vorne, das heißt, ich habe hinten einen etwas breiteren Radstand? Hinten ist er breiter, damit die Stabilität auf der Straße auch bei schnelleren Fahrten sehr gut funktioniert. So, ich zeige mal kurz, hier vorne ist immer eine Garage mit drin. 3,5 Tonnen ist auch hier wahrscheinlich das zulässige Gesamtgewicht. Ja, richtig, 3,5 Tonnen. Für die mehr Ladung haben, weil sie bestimmte Hobbygegenstände noch mittransportieren wollen, kann man das natürlich auch auflasten. So, die Heckkamera ist mit drin. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Detail, denn ich habe ja kein Fenster, kann ich nach hinten schauen. Richtig, über die Spiegel wird es schwierig, gerade wenn man auf Campingplätzen ist und einparkt. Da ist die Rückfahrkamera sehr hilfreich und man sieht wirklich alle Leute, die dann noch dahinterher huschen. Ja, Details, und da gibt es auch eine Steigerung, aber die ist nachrüstbar. Es gibt sogar Bird View mittlerweile für Leute, die ganz vorsichtig sind an der Seite. Hier vorne ist der Fahrradträger schon vorgerüstet? Genau, man braucht nur noch ergänzen, wenn man die Fahrräder außen transportieren möchte. Es geht natürlich auch innen, die Garage ist groß genug und auch die bietet nicht nur viel Platz, sondern einen Elektroanschluss und eine Heizung. Elektroanschluss wichtig. E-Bikes sollen ja auch geladen werden, die können direkt in der Garage geladen werden. Die Heizung, glaube ich, auch nicht schlecht. Hier könnte man auch Haustiere lagern, sage ich jetzt mal, so ein Hund, denn da ist eine Klappe drin. Genau, durch die Klappe ist er immer mit dem Wohnraum verbunden und wenn es abends in die Koje geht, ja, dann ist hier sicherlich eine Hundebox integrierbar und das machen auch viele. So, die Zurösen sind auch schon bereits drin. Schauen wir uns das ganze Fahrzeug am besten mal von der anderen Seite an. Ihr habt die eng geparkt, das ist Teil des Sicherheitskonzeptes. Das heißt also, dass die Kunden übersichtlich zählbar sind. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es gibt eine maximale Anzahl von Kunden auf dem Stand und das klappt gut hier auf der Messe? Ja, das klappt sehr gut. Also das Sicherheitskonzept der Messe und natürlich auch unser eigenes funktionieren sehr gut. Und wir können im Grunde lückenlos nachweisen, wer bei uns am Stand war oder ist und mögliche Szenarien verfolgen. Ja, vorne ganz große Fenster. Wichtig, glaube ich, wenn ich ein Hubbett habe, ich habe immer Licht im Fahrzeug. Ja, nicht nur Licht, sondern ich kann auch abends den Ausblick nach oben genießen und den Sternenhimmel betrachten zum Beispiel. Aus dem Hubbett sogar. Genau. Das ist ja sehr schön. Schauen wir uns das Ganze mal an. Eine große Aufbautür habt ihr mit drin und ja, ein Raumkonzept, was man so in der Form gar nicht kennt. Für wie viele Personen ist das hier geeignet, das Fahrzeug? Das ist ein 4-Personen-Fahrzeug, ideal für 2 natürlich, ja, aber wenn die Kinder mitfahren, beziehungsweise die Enkelkinder hin und wieder mitfahren, ist das eine optimale Lösung. Alles ist da, wo es auch hingehört. Ihr baut ja Fahrzeuge nicht erst seit gestern? Genau, seit 36 Jahren sind wir am Ball. Hier ist was ganz Besonderes. Alle Fahrzeuge mit Hubbett, das weiß ich schon aus dem letzten Dreh, haben einen elektrisch verstellbaren Tisch, der sogar halb genutzt werden kann. Was, wenn ich mal eben schnell unterwegs bin, und den kann man noch erweitern. Da gibt es unten drunter eine Schiene, die ausgeklappt wird. Und hier ist, ich sag mal, Raum pur. Genau, also hier ist der Raum natürlich eine Idee größer. Das Fahrzeug ist etwas länger, 60 cm. Und damit habe ich natürlich vorne in der Wohnraumlandschaft noch mehr Platz. Kann auch den Beifahrersitz natürlich umdrehen, um 6 bis teilweise sogar 7 Personen Platz nehmen zu lassen. Und ja, das Ganze wird geschmückt mit dem schönen Himmel, den 6 Leuchten, den indirekten Beleuchtungen und dem riesengroßen Hubbett. Das ist nämlich 1,60 Meter breit. 1,60 Meter breit. So,
Ich nehme an, das ist das zentrale Bett hier. Unten habe ich die Möglichkeit, nochmal umzubauen. Genau, wir haben vorhin die Polster in der Garage gesehen. Damit kann ich auch hier wieder eine kleine Schlafoase bauen für die Enkel oder Kinder. Hier ist die Küche, das ist ja auch ganz wichtig. Wir widmen uns gleich mal dem Hubbett. Das Hubbett ist durch einen Schlüssel gesichert. Hast du den dabei? Den habe ich dabei und wir können gern dieses Hubbett nochmal zeigen. Ja, sehr, sehr gerne. Dann mach das mal bitte. Hier vorne ist nämlich ein Schloss. Damit zum Beispiel Kinder nicht damit rumspielen, kann man es aktivieren. Wenn man aber, ich sag mal, alleine ist mit Erwachsenen, man kann es auch aktiviert lassen, oder? Natürlich kann man es aktiviert lassen, der Schlüssel kann immer stecken, aber ein Sicherheitsbaustein für den Kinderschutz. Ja, ich kann es absperren, dann ist auch der Tisch ist gesichert, da kann sich dann niemand einklemmen, wenn das irgendwie passieren sollte. Aber auch das Hubbett, da kann eigentlich nicht so viel passieren, denn es schwebt tatsächlich auf Bändern, also nicht auf einem Gewinde, das habe ich schon gesehen. Ich hoffe, das stimmt hier auch bei dem. Ja, das ist hier genau das gleiche Konzept. Und auch hier ist wieder die Belastung des Bettes mit 250 Kilo ausgelegt. Also bei der Größe sehr interessant. Ja, genau, du bist auch 1,83 Meter, das ist das Schöne, man kann drunter durchlaufen, sogar als großer Mensch. Ja, man hat ausreichend Platz und auch für großgewachsene Menschen ist das von der Höhe her sehr gut. Man sieht, hier ist noch genügend Freiraum. Das ist wichtig, ja, ist auch nicht jeder 1,83 Meter. Ja, wenn du mal so lieb bist, fahr mal runter. Also per Knopfdruck. Warte, ich zeig das mal gerade. Da ist der Knopf. Da ist der Knopf und wenn du jetzt das Bett zeigst, dann sehen wir, dass der Tisch noch nicht ganz abgesenkt ist. Ja. Und hier haben wir ungefähr die Höhe, die ich erreiche, wenn ich darunter das Bett für die Mitfahrer baue, also für die Enkel. Wenn ich das Bett ganz herablassen will, fahre ich natürlich vorher den Tisch ein bisschen niedriger und kann dann das Bett wieder zwischen den Polstern ganz nach unten fahren. Ja, das hast du schon mal gezeigt. Der Einstieg ist dann besonders bequem. Es ist wie beim Bett zu Hause. Auch rausfallen ist wie beim Bett zu Hause. Also ich sag mal, das tut dann nicht mehr ganz so weh, wie wenn man vielleicht von 1,50 Meter rausfällt. Aber das ist schon klasse. Ich kann das Bett in jeder nur erdenklichen Rastung nutzen. Ja, also ich habe die Möglichkeit, das überall stehen zu lassen, natürlich. Aber wichtig für uns ist ja, oder für den Kunden, dass der Einstieg ins Bett leicht möglich ist. Und auch hier kann ich ganz einfach Ich zeig das mal gerade. in das Bett einsteigen und kann mich wohlfühlen. Ja, das geht ganz einfach. Es ist sehr, sehr tief. Also man sieht es jetzt immer öfter. Ich habe es auf Campingplätzen jetzt schon gesehen, das Thema Hubbett. Es ist stark umlagert, weil die Leute, die ein Hubbett haben viel mehr Platz im Innenraum. Genau, also der Raum, das haben wir ja vorhin schon gesehen, ist wirklich grenzenlos für ein Wohnmobil. Und das Besondere hier ist dieses besonders breite Bett, nämlich 1,60 Meter. Üblicherweise sind die Hubbetten nur 1,40 Meter und 1,45 Meter. Du hast mir vorhin gesagt, du hast schon einige gesehen hier auf der Messe. Die waren alle kleiner. Hier siehst du das größte Hubbett, welches in dieser Fahrzeugklasse angeboten wird. Das ist echt groß. Das heißt, das ist dann auch ein Bett, da kann sogar das Kleinkind noch in der Mitte schlafen. Ja, so wie zu Hause. Wie zu Hause. In der Ritze, sage ich jetzt mal, die es ja nicht gibt hier. Ja, fahr noch mal bitte hoch, denn das Ganze ist auch sehr leise. Man hört es fast gar nicht. Ja, also das läuft sehr gut, sehr schnell und der Wohnraum wird ganz schnell wieder zugänglich. Stellt man sich jetzt vor, dass da noch ein Kissen drauf liegt und Bettzeug, Geht. dann habe ich da oben drüber genügend Platz. Ich kann alles drauf liegen lassen. Ich habe wirklich viel Platz noch drüber. Ich habe immer direkt aufgeräumt. Das ist das Schöne. Das heißt also Tisch umbauen und so weiter, wie man das kennt, das gehört der Vergangenheit an. Genau. Ich brauche eigentlich nur noch die Schalter zu bedienen und damit habe ich ganz schnell den bequemen Wohnraum wieder hergestellt oder auch den Schlafraum, je nachdem. Ja, wir haben gerade eben gesagt, bis zu 4 Personen, aber auch für 2 Personen wäre das ja ein tolles Fahrzeug. Ja, also für 2 Personen, denke ich, ist es die optimale Lösung. Und ja, man könnte hier so einen kleinen, langsamer Walzer tanzen, wenn man will. Das Der geht Platz wirklich. wäre da. Genau, ich zeige das mal gerade. Wenn du mal gerade so lieb bist, mal die Arme ausbreitest, dass man mal sieht. Du kannst sie einmal drehen, oder? Genau, also ich habe hier Platz ohne Ende. Und ja, das ist wirklich sehr angenehm. Ja, es ist außergewöhnlich. Ja, das Thema Hubbett, warum ist da nicht schon früher jemand mal auf die Idee gekommen, das so zu integrieren als alleiniges Bett? Ja, also die Frage kann ich leider nicht beantworten, aber ich bin froh, dass wir das anbieten können und dass wir so eben ja, innovative Lösungen anbieten. Die Automatik, die gibt es ja jetzt auch bei Fiat. Das Fahrzeug gibt es auch auf Fiat-Basis? Genau, also hier befinden wir uns jetzt gerade in dem 260 Graphit
Premium auf Ford. Und die Sonderausstattung Graphit steht immer für eine tolle Ausstattung und die Automatik gehört hierbei zur Serienausstattung. Genauso wie ein großer Motor mit 170 PS. Und alles, was wir sonst so sehen, angefangen von den Fahrerhausverdunklungen bis hin zu dem tollen Interieur, der indirekten Beleuchtung, alles ist hier serienmäßig enthalten. Tja, der Preis, den werden wir gleich mal erfahren. Du kennst den Preis zufällig? Ich habe den Preis, aber ich denke, wenn wir das Preisblatt zeigen dazu noch, dann wird es anschaulicher. Ja, das machen wir gleich mal. Wir müssen erstmal ins Kernstück, einmal die Küche. Ich glaube, da habt ihr unglaublich Wert drauf gelegt, dass man eine übersichtlich und schöne Küche hat. Genau, wir haben eine sehr große Küche hier integriert, ja, mit besonders viel Ablagemöglichkeiten, mit einer Zusatzablage seitlich auf der rechten Seite. Es sind sehr viele Staumöglichkeiten drin, ja, das wird einfach hochgeklappt. Und ich habe hier in der Küche sehr viele Schubladen, aber auch ganz normale Schrankklappen drin, ja, und kann das Ganze, kann die Töpfe und alles andere sehr gut verstauen. Auch oben die 3 Oberschränke, die wir in unserem Premium-Modell anbieten, sind sehr gut zu erreichen und bieten enormen Stauraum. Ja, das ist so leicht eingefasst hier. Das heißt, ich komme auch als kleiner Mensch gut dran. Die Patricia ist 1,67 Meter. Das geht? Ja, das funktioniert super. Man hat hier ganz viel Platz für, wie er bereits schon gesagt hat, Töpfe, Teller, also eigentlich alles, was ich zum Kochen und zum Essen brauche. Ja, ich kann auch abwaschen und das machen. Das Thema Zuladung ist ja ein großes Thema. Jetzt ist das Fahrzeug ein bisschen größer. Wie steht es hier bei 3,5 Tonnen? Ist noch genug Platz? Ja, also ich habe eine ausreichende Zuladung auf jeden Fall. Und die meisten Kunden kaufen das auch mit einem Chassis von 3,5 Tonnen, so wie er hier steht. Das ist also das, was am meisten gefragt ist. Das kann denn jeder fahren. Man kann es auflasten? Diese Ford-Variante jetzt nicht. Wir bieten aber eine Alternative auf Fiat und die kann man dann auch gerne auflasten. Stark oder ist es ein klein wenig? Nein, ich kann die auflasten bis auf 4,1 Tonnen. Also da habe ich genügend Zuladung dann. Mal plus 600 Kilo, also dann sollte es auch genügen. Es gibt ja Leute, die gerne mal überladen. Das kann auch schnell passieren, wenn man nicht aufpasst. Ja, da sollte man aufpassen, richtig. Aber hier hat man alle Möglichkeiten, auch nach oben. Und man kann auch eine Auflastung im Nachhinein durchführen. Das ist gar kein Problem bei dem Fiat-Modell. So, das Thema Kühlschrank, das geht mit Strom und Gas? Ja, während der Fahrt mit 12 Volt Strom. Auf dem Campingplatz die 230 Volt und natürlich, wenn man autark steht, mit dem Gasanschluss. Ja, das ist der Fernseher, der ist schon mal vorgerüstet. Viele nehmen ja keinen Fernseher mit, muss man sagen. Also wenn man in Urlaub fährt, muss nicht immer zwingend ein Fernseher dabei sein, aber es ist vorgerüstet. Ja, die Vorrüstung ist da, die Kabel sind verlegt und viele entscheiden sich tatsächlich für den Fernseher. Nicht, weil sie im ganzen Urlaub Fernsehen schauen wollen, aber wenigstens mal die Nachrichten abends oder sowas. Und dafür ist die Vorrüstung da. Ja, hier wieder Heckbart. Jetzt ist die Überraschung schon ein bisschen raus, denn wir haben uns das letzte Mal das angeschaut, aber ich denke mal, die Fernsehzuschauer, die werden überrascht sein, denn hinter diesem Spiegel ist keine Zahnbechertiefe, sondern ein kompletter Schrank. Genau, und dieser Schrank ist, und deswegen ist es vielleicht doch für die Zuschauer neu, ein Schrank, der noch tiefer ist, ja, und noch mehr Platzraum bietet. Ja, das ist außergewöhnlich. Also der Schrank hinter dem Spiegel, das habe ich noch nie gesehen. Ein schönes Detail ist, wenn man zumacht, habe ich gerade gesehen, werden automatisch auch die Klappen verriegelt. Genau, die Klappen sind dadurch verriegelt, ja, und damit ist alles sicher aufbewahrt. Schön finde ich auch, dass der Zugang so offen, so groß ist und man kann das Ganze auch als Schuhschrank und Ähnliches benutzen oder mitbenutzen. Ja. Man sollte erwähnen, dass der Schrank über die komplette Fahrzeugbreite geht und somit eben unendlich Stauraum. Ein begehbarer Kleiderschrank quasi. Genau, hast du gut gesagt. Wenn ich die Tür schließe, habe ich den begehbaren Kleiderschrank. Und einen Riesenspiegel. Unten sehen wir noch die schöne Türe, mit der ich dann in den Laderaum komme, um meine Getränke da rauszunehmen. Also die Garage wird bei uns in den Wohnraum integriert. So, hier kann ich mich dann auch rasieren.
Stromanschlüsse sind auch vorhanden. Genau, Stromanschlüsse sind vorhanden. Ich habe hier wieder ausreichend Stauraum. Ich kann die Schiebetür aufmachen, um den Schminkspiegel vor der Nase zu haben oder an meine Utensilien ranzukommen. Auch unten habe ich nochmal ein Fach, welches abgeschlossen ist. Und ja, so findet man eigentlich genügend Raum. Ich sage immer wie zu Hause. So, auch die Dusche ist nicht von kleinen Eltern, hätte ich fast gesagt. Die ist unvorstellbar groß für ein Wohnmobil in der Klasse. Also das macht alles das Hubbett, glaube ich. Das heißt, man hat viel mehr Platz und Heckbad. Tolles Konzept. Genau, also man hat nicht nur Platz im Wohnraum, auch im Badezimmer. Man bekommt zusätzliche Stauräume. Insgesamt, denke ich, sind die Kunden sehr zufrieden, die mit einem solchen Konzept unterwegs sind. Ja, ich kann das schließen. Habe eine eigene getrennte Dusche. Ich glaube, das kommt vielen Leuten auch doch sehr entgegen, die in der heutigen Zeit zu Corona dann nicht auf dem Campingplatz duschen möchten. Und so eine große Dusche in einem Wohnmobil ist außergewöhnlich. Normalerweise hat man ja so Raumbadkonzepte mit umklappbaren Duschwänden. Und hier habe ich eine extra Dusche, fast wie im Luxusmobil. Ja, also da passe ich auch zu zweit rein, wenn ich möchte. Wir sehen unten den Lattenrost. Das ist wieder die Premium-Ausstattung, damit man wirklich sehr, sehr angenehm, sehr bequem duschen kann. Und auch oben im Dachfenster zur Entlüftung oder Belüftung, je nachdem, ist nicht nur ein Fliegennetz integriert, sondern auch diese schöne Metallbügel wieder, um meine nassen Jacken zu trocknen. Oder halt einfach nur ein Handtuch. Ja, das könnte auch sein. Oder so. Ja, der Schick in der Inneneinrichtung. Ist das wählbar, die Inneneinrichtung von der Farbe her? Also man kann sich für eine andere Variante entscheiden. Hier sind wir, wie gesagt, in der Premium-Variante. Die VIP-Variante bietet ein anderes Möbeldekor. Das können wir uns gleich nochmal anschauen. Und so hat der Kunde die Wahl und ja, bekommt das Auto im Prinzip komplett aufeinander abgestimmt. Ja, tolles Konzept. Also elektrisches Hubbett, ein elektrisch absenkbarer Tisch. Die Sitzgruppe unten kann ich nochmal zum Bett umbauen. Ich habe Stauraum pur und ja, du hast es eben gesagt, das Preisschild schauen wir uns einfach mal gemeinschaftlich an. Ja. Denn die große Überraschung folgt. Ich selber kenne den Preis noch nicht. Nee, 59.448 €. Für die einen, die sich auskennen, die sagen, das ist ein gutes Konzept und ein guter Preis. Das ist in meinen Augen ein sehr guter Preis, denn ich habe es eingangs erwähnt, wir haben hier 170 PS an Bord, serienmäßig. Wir haben das Automatikgetriebe von Ford, serienmäßig. Wir haben die wunderschöne Außenfarbe in Grau, serienmäßig. Und die komplette Premium-Variante, also alles, was wir anbieten, ist in dem Fahrzeug bereits standardmäßig enthalten. Genau, ich habe doch Tests durchgeführt mit dem Fahrzeug Grade 3. Insulation, das bedeutet, also ihr habt Tests durchgeführt, das Fahrzeug ist gut isoliert. Ja, das Fahrzeug ist sehr gut isoliert, hat besondere Eigenschaften durch besonders dicke Böden und auch Dächer. Und damit haben wir einfach ein Konzept, welches ja, die Kunden sehr lieben. Port XL, eine große Eingangstür, ich glaube, das wollen die Leute auch haben. Alles mit drin und die Farbe mal nicht weiß. Ich denke, das ist ja auch außergewöhnlich. Ja, da heben wir uns ein bisschen ab und wollen dem Kunden was Besonderes bieten. Ja, das Fahrzeug gibt es auch auf Fiat-Basis. Die Front, wie würde die denn dann aussehen? Steht einer hier? Ja, also wir können uns ja einfach mal die Front hier vorne angucken. Das ist die Fiat-Front. Ist zwar ein anderer Grundriss, aber im Grunde sieht das Auto genauso oder das Modell, was wir gerade gesehen haben, von vorne genauso aus und hat ja die bekannte Fiat Ducato, das bekannte Fiat Ducato Gesicht. Ja, ist der Preis ähnlich? Der Preis ist ähnlich und die Ausstattung ist unterschiedlich. Das Interieur ist heller, anders. Gucken wir uns gleich an. Ja, vielen, vielen Dank. Und ja, wenn ich das haben möchte, ihr habt ein großes Händlernetz in Deutschland, Carsten? Genau, es sind ein Händlernetz mit insgesamt 40 Handelspartnern verteilt auf ganz Deutschland. Der Kunde kann es entweder direkt vor Ort kaufen oder hier auf der Messe und kann dann seinen Partner vor Ort aussuchen. Das heißt, ihr habt viele Partner hier auf der Messe. Man kauft direkt beim Partner quasi, oder? Genau, man kann nach seinem Ansprechpartner suchen. Wir haben das hier klar gekennzeichnet. Macht keinen Sinn, wenn der Münchner Händler dem Hamburger Kunden ein Fahrzeug verkauft, dann kann er es gleich beim Hamburger Händler kaufen. Ja. Vielen Dank, Carsten. Tschüss.
Tschüss.